Ja, vom gemütlichen Spa. Jetzt sind wir im köstlichen Heidelbeerland in der Steiermark in der Nähe von Feldbach. Hier werden Sensoren verwendet, weil das Klima immer wichtiger ist, die es den Bauern erleichtern sollen, seine Schützlinge zu pflegen. Und das schauen wir uns jetzt an. Im Heidelbeerland von Johannes Pankrather wachsen auf einer Fläche von 25 Hektar ca. 200.000 Pflanzen. Jährlich wird von Juni bis September geerntet. Um die kleinen Leckerbissen immer im Blick zu haben, verwendet Johannes Pankrather Sensoren der Firma Pestel Instruments. Ah, servus Johannes. Hallo Andreas. Das sind die berühmten Sensoren? Genau. Da haben wir zwei Arten von Sensoren. Das ist die Temperatur- und Luftfeuchte-Sensor. Die Pflanzen erwachen aus dem Winterschlaf und die werden jetzt frostsensibel. Also wenn es gefriert, kann das den Blüten Schäden machen. Also weil wir die Temperaturen jetzt ganz genau wissen. Und das gehört zum Bodensensor. Der misst die Bodenfeuchte, dass wir immer genau wissen, wie feucht ist es dort. Wenn es zu trocken wird, dann gibt der Sensor ein Signal an die Bewässerung und dann wird automatisch Wasser nachgeliefert. Also du spielst hier ein bisschen der Wettergott, ne? Du machst alles selber. Wir probieren draußen da brauche ich keine Wetterprognose mehr machen. Wow, cool. Das hast mich neugierig gemacht. Die Sensoren schaue ich mir jetzt an bei Pestel Instruments. Das digitale Zeitalter ist da. Es ist nicht nur ein Teil unseres täglichen Lebens geworden, sondern es hat auch begonnen, die Landwirtschaft völlig zu verändern. Sowas würde ich gerne zusammenbauen. Vor genau 35 Jahren wurde Pestel Instruments von Gottfried Pestel ins Leben gerufen. Seine Sensoren sind mittlerweile weltweit im Einsatz und sind die Exportschlager, wenn es um Mess- und Sensortechnik im Bereich der Landwirtschaft geht. So, das ist jetzt der Chef, der soll mal von den Anfängen berichten. Hey, servus Gottfried. Grüß dich. Servus. Danke, dass du Servus, Zeit Andreas. hast. Alles Gute. Wie geht's? Sehr gut. Toll was draußen am Heidelbeerfeld. Echt? Ja, das war es echt war ein bisschen total kalt, spannend. Nein, aber mir hat's total getaugt, dass er quasi der sich sein eigenes Wetter da macht. mit deinen Sensoren. Das ist irre. Wie bist du auf so eine Idee gekommen? Naja, das ist schon lang her. Also wir haben in den 80er Jahren begonnen, Schorfwarngeräte zu entwickeln. Für Apfelschorf? Apfelschorf, ja. Also die schwarzen Flecken am Apfel, die jeder keiner kennt. will, ja. Die keiner will und jeder kennt. Und das war das erste Gerät. Also das war im Betrieb, im Haus ist das Gerät gestanden, hat also den Bauern informiert, wann die Apfelschorfinfektion kommt. Also ich habe es ganz regional hier bei den Obstbauern in der Oststeiermark angefangen, aber dann ist es sehr schnell in den Export gegangen. Naja, natürlich. Wir hatten dann die Ambition, relativ schnell die nächsten Schritte zu setzen, professionelles Design zu machen und wirklich also auf den Weltmarkt zu gehen. Und das ist der erste glückliche Besitzer. Wo ist der zu Hause? Oh, der ist ziemlich weit weg. Ja? Er ist in Argentinien, in der Pampa Humida. Die Technologie ist sprunghaft weitergegangen natürlich. Mittlerweile können die Dinge also wirklich fast alles messen, was man sich vorstellt. Von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag, Blattnässe. Das ist der Blattnässe-Sensor, der simuliert die Blattnasszeiten im Feld und auch die Windgeschwindigkeit und so weiter. War das aufregend. Das würde ich gern genauer wissen. Darf ich mit einem Cheftechniker vielleicht sprechen? Absolut. Ich werde ihn gleich rufen. Michael, Hallo. darf ich dir den Herrn Hallo. Andreas vorstellen? Servus. Servus, Michael. Er wird dich jetzt durch die Firma führen Ja. und ich werde zum nächsten Kunden gehen. Hat mich sehr gefreut, André. Danke auch. Danke, alles Gute. Danke. Also tschüss. War super interessant. Ja. Was macht sie hier? Hier sind wir jetzt in der Entwicklungsabteilung. Wir machen hier im Haus Hardwareentwicklung, da drüben die Softwareentwicklung. Was muss so ein System können, damit es wirklich funktioniert und damit der Kunde zufrieden ist? Das Wichtigste für ein System, das draußen steht, im Feld steht, ist, es muss robust sein. Es muss 24 Stunden, 7 Tage die Woche funktionieren, gute Daten liefern. Es darf möglichst wenig Energie verbrauchen und sie müssen auf der ganzen Welt funktionieren. Hier werden die Boards programmiert. Der Otavio, unser Kollege aus Brasilien, ist dafür verantwortlich. Hi. Hello. Otavio, you have a Lorraine board for me? Sure. Thank you so much. Und mit diesem Board gehen wir zwar jetzt in die Produktion. Und machen was? Und wir machen eine Lorraine. Eine Lorraine. Und wir haben jetzt die fertige Platine in der Hand. Ja. Und wir kümmern uns jetzt um die Montage einer Lorraine. Auf das freue ich mich schon am meisten. Ich darf dich bitten, dass du das gleich selber machst. Die Platine da raufstecken. Die Platine hinterm Kabel reinstecken und dann schließen wir die Kabel, die Sensoren einen nach dem anderen an. Ach so, in diese Schienen. Jawohl, in die Führungen da rein. Also bei der Geschwindigkeit kriegen die nie ein Gerät
So, und jetzt, das habe ich gemacht. So, wir hätten den Regensensor, Ja. wir hätten Temperatur-Luftfeuchte-Sensor. Ja, ja. Jetzt brauchen wir Power-Management. Power Wir Management. brauchen einen Supercapacitor, Das passt von der Form daher. andersrum, Andersrum. Hast du die selber überhaupt schon mal zusammengebaut? Hunderte. Ja. Jetzt sind wir drin, oder? Nein, auf der Seite. Nein, sind wir jetzt draußen. das ist nicht so einfach, wie du Doch, glaubst. doch, es ist nicht so schwierig. Passt. Schaut gut aus. Das schon. Achtung, das kann jetzt ein bisschen wehtun. Ha! Wunderbar. Super. Zack. Und drinnen ist sie. Jetzt hat man wirklich gemerkt, dass du das schon einmal gemacht hast. Ja, super. Und das ist jetzt die Lorraine Das ist die Lorraine. und die ist fertig für den Export Die ist fertig für den Export. Deine Lorraine, diese Lorraine, die geht nach Holland. nach Holland. Aufs Handfeld. Natürlich. So in guten ich gratuliere. Danke, Michael. Gerne. Danke, Michael. Ja, ich lerne hier wirklich jede Folge mehr über Export. Ich hoffe, Ihnen geht es genauso. Und Sie sind wieder dabei, wenn es heißt, kleines Land, Big Players, Made in Austria, grenzenlos erfolgreich. Euer Andreas Jäger.